Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Mann, der 7 Söhne und eine Tochter hatte. Die Tochter war sehr hübsch, aber so schwach und klein, dass alle dachten, sie könnte nicht überleben. Dennoch beschlossen sie, sie sofort zu taufen. Der Vater schickte schnell einen seiner Söhne zur Quelle, um Wasser zu holen, aber die anderen 6 Söhne liefen mit ihm. Jeder wollte der Erste sein, der seinen Krug füllte, und in ihrem Eifer ließen sie alle ihre Krüge in den Brunnen fallen. Sie standen da und schauten sich unsicher an, was sie tun sollten, und keiner von ihnen wollte nach Hause gehen. In der Zwischenzeit wurde der Vater besorgt und fragte sich, warum die Jungen so lange brauchten. Sicherlich, dachte er, spielen die 7 von ihnen gerade ein Spiel. Als sie immer noch nicht zurückkamen, wurde er wütend und wünschte sich, sie würden sich in Raben verwandeln. Kaum hatte er dies gesagt, hörte er ein Krächzen über sich. Er schaute nach oben und sah 7 schwarze Raben, die im Kreis flogen. Er fühlte sich traurig, seinen Wunsch erfüllt zu sehen, wusste aber nicht, wie er es rückgängig machen konnte. Um sich zu trösten, wandte er sich an seine kleine Tochter, die jeden Tag stärker und schöner wurde. Lange Zeit wusste sie nicht, dass sie Brüder hatte, denn ihre Eltern sprachen nie vor ihr über sie. Eines Tages hörte sie, wie Leute sprachen, und hörte sie sagen, ja, sie ist sehr schön, aber es ist schade, dass ihre Brüder für sie verloren gingen. Das machte sie sehr traurig. Sie ging zu ihren Eltern und fragte, ob sie Brüder hätte und was mit ihnen passiert sei. Sie konnten die Wahrheit nicht länger verbergen und sagten ihr, es sei der Wille des Himmels gewesen und ihre Geburt habe es unbeabsichtigt verursacht. Das kleine Mädchen trauerte jeden Tag um ihre Brüder und fühlte, dass sie alles tun musste, um sie zurückzubringen. Sie konnte nicht ruhen, bis sie eines Tages heimlich das Haus verließ, um nach ihren Brüdern zu suchen und sie zu befreien, egal was es kosten würde. Sie nahm nur einen kleinen Ring von ihren Eltern, ein Stück Brot für den Fall, dass sie Hunger bekam, einen kleinen Krug Wasser gegen den Durst und einen kleinen Hocker, um sich auszuruhen, wenn sie müde war. Sie reiste weit und breit, bis sie an das Ende der Welt kam. Zuerst näherte sie sich der Sonne, aber sie war zu heiß und hell, also lief sie schnell zum Mond. Der Mond war kalt und sagte, ich rieche Fleisch und Blut, das hierher kommt. Also eilte sie weiter und erreichte schließlich die Sterne. Die Sterne waren freundlich, jeder saß auf seinem eigenen kleinen Hocker. Der Morgenstern stand auf und gab ihr ein kleines Stück Holz und sagte, das wirst du brauchen, um das Schloss auf dem Glass Mountain zu öffnen, wo deine Brüder leben. Das kleine Mädchen nahm das Stück Holz vorsichtig, wickelte es in ein Tuch und setzte ihre Reise fort, bis sie das Glass Mountain erreichte. Als sie dort ankam, fand sie die Tür verschlossen. Sie suchte nach ihrem Stück Holz, stellte aber fest, dass sie es verloren hatte. Was konnte sie jetzt tun? Sie wollte ihre Brüder retten, hatte aber keinen Schlüssel zum Schloss. Also schnitt sich dieses mutige kleine Mädchen mit einem Messer den kleinen Finger ab, der genau die richtige Größe für den Schlüssel war. Sie steckte ihren Finger in die Tür und sie öffnete sich. Drinnen trat ein kleiner Zwerg auf sie zu und fragte, »Wonach suchst du?« »Ich suche nach meinen Brüdern, den 7 Raben«, antwortete sie. Der Zwerg sagte, »Meine Herren sind nicht zu Hause, aber du kannst hereinkommen und auf sie warten.« Während sie wartete, bereitete der Zwerg ihr Abendessen vor und deckte 7 kleine Teller und 7 kleine Gläser. Das kleine Mädchen nahm einen kleinen Bissen von jedem Teller und einen kleinen Schluck aus jedem Glas, aber sie ließ versehentlich ihren Ring in das letzte Glas fallen.
Plötzlich hörte sie ein Flattern und Krächzen, und der Zwerg sagte: »Hier kommen meine Herren.« Als die 7 Raben ankamen, wollten sie essen und trinken, und sie bemerkten, dass ihre Teller und Gläser gestört waren. Einer nach dem anderen fragte: »Wer hat von meinem Teller gegessen? Wer hat aus meinem Glas getrunken?« Sie krächzten alle und vermuteten, es müssen die Lippen eines Menschen gewesen sein, die sie berührt haben. Als der 7. Rabe den Boden seines Glases erreichte und den Ring sah, erkannte er ihn als den seiner Eltern und sagte: »Oh, wenn nur unsere kleine Schwester kommen würde, wären wir frei.« Das kleine Mädchen, das hinter der Tür gelauscht hatte, trat vor. In diesem Moment verwandelten sich alle Raben zurück in ihre wahren Formen, und sie umarmten und küssten sich, glücklich, gemeinsam nach Hause zurückzukehren. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.